Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. In diesem Video zeige ich, wie ich aus diesem super gut erhaltenen Ledermantel eine Tasche nähe. Das Leder ist wirklich super gut erhalten, absolut keine Tragespuren, aber ich kann sie nicht anziehen. Leider viel zu klein. Auf dem Trödelmarkt letztes Jahr habe ich den Mantel auf irgendeinem Kleiderständer entdeckt. Ja, dass er viel zu klein war, hatte ich dann erst später gesehen. Aber bei 5 Euro für so einen schönen Mantel konnte ich ihn einfach nicht hängen lassen und plante natürlich schon in Gedanken, irgendwas anderes daraus zu nähen. Also, irgendwas ist gut. Euch erwartet jetzt keine hochkomplizierte Umgestaltung und Auseinanderschnippelei der Jacke, sondern es wird eine Tasche und ich möchte eigentlich möglichst viel von dem Stoff verwenden, also wird es eine große Tasche. Zu Anfang habe ich noch überlegt, die Taschen abzutrennen, weil ich es gerne symmetrisch habe. Aber den Gedanken habe ich dann doch wieder verworfen und habe nun entschlossen, halt über dieser Naht abzuschneiden und an den Überstand von der Naht ein Futter anzunähen. Die Taschen bleiben, wie sie sind, und dann schaue ich mal, wie groß der Beutel werden wird. Ich schneide also erstmal so circa 4 cm über der Naht den Mantel auseinander und trenne anschließend das Futter heraus. Und weil der doch unten so ziemlich so ein bisschen rund ist, trenne ich die mittlere Naht auf. Die Taschen sind ja schon ziemlich weit außen, aber ich konnte sie nicht abmachen. Man hätte ja die Löcher gesehen und darunter wäre es wahrscheinlich auch von der Farbe her anders gewesen. Also versuche ich da möglichst nah am Rand zu schneiden, damit die Taschen nicht ganz so weit außen sind. Also der Shopper soll möglichst groß werden und so versuche ich auch so weit wie möglich unten an den Saum zu gehen und eine gerade Kante zu schneiden. Jetzt gleiche ich noch die Seiten an, dann habe ich 2 gleich große Stücke. Ja, der Shopper wird so ein bisschen trapezförmig. Ich war selber gespannt, wie es aussehen wird, aber ich habe gedacht, gerade Shopper habe ich schon genug. Ich schneide jetzt noch das Futter zu und da das Leder sehr weich ist, nehme ich hier einen festen Canvas. Das ist alles so ein bisschen Pi mal Auge. Am Boden lasse ich auch ein bisschen mehr Stoff stehen, abschneiden kann ich ja nachher immer noch. Auch wenn es so eine Alles-Reinschmeiß-Tasche wird, will ich doch eine Tasche fürs Handy haben. Die bereite ich schon mal vor. Dann nähe ich jeweils ein Außenteil an ein Futterteil. Die Handytasche nähe ich nun auf ein Futterstück. Dann lege ich die beiden Teile rechts auf rechts und klammer sie fest und am Futter markiere ich eine Wendeöffnung. Hier bin ich jetzt einen bisschen anderen Weg gegangen, sonst nähe ich ja erstmal eigentlich immer beide Beutel, also Futterbeutel und Außenbeutel separat und man verstürzt sie dann miteinander. Aber da ja ein Stück vom Futterbeutel schon am Leder ist, habe ich mich dafür entschlossen, halt ja den Futterbeutel oder die Futterteile separat an die Lederteile zu nähen und nachher halt erst alles zu einem zusammenzubringen. Am Boden markiere ich noch die seitlichen Bodennähte, weil der Shopper halt doch ein bisschen breit sein soll, und dann wende ich das. Bevor ich die Beutel jetzt ineinander stecke, mache ich noch die Wendeöffnung zu. Dann schiebe ich die beiden Beutel ineinander und
steppe die obere Kante ab. Einmal ganz knapp am Rand und dann einmal so, ja, 2-3 Zentimeter darunter. Die Träger habe ich aus einem alten Ledergürtel geplant. Da habe ich ein paar zusammengesammelt, die gibt es auch wirklich super günstig auf Trödelmärkten. Für 2-3 Euro kann man wirklich schöne Sachen finden. Also ich werde den Ledergürtel teilen, weil sonst ist mir das Bandteil zu dick. Und zum Teilen, das mache ich mit dem Rollschneider, da hebe ich mir immer so eine alte Klinge auf und ja, dann teile ich das in 2 Teile. Jetzt noch die Überlegung, Träger außen drauf oder innen. Ich finde es schöner, wenn die so von innen rauskommen. Dann stecke ich die da ein bisschen fest und markiere auf dem oberen Rand die Punkte für die Löcher für die Nieten. Also der Träger wird fest genietet. Dann mache ich in der Tasche 2 Löcher und dann durch die Löcher markiere ich auf dem Gurt, wo dort die Löcher sitzen müssen. Also jetzt auch gerade, wo ich das Video so bespreche und das nochmal sehe, merke ich halt wieder, wie viel Spaß mir das auch macht, mit so alten Sachen, mit so Sachen, die halt schon vorhanden sind, zu arbeiten und was Neues daraus zu machen. Für mich privat habe ich das auch schon sehr viel gemacht. Hier auf YouTube habe ich das noch nicht ganz so viel gezeigt. Und da würde mich einfach mal interessieren, seid ihr interessiert an solchen Videos, die ja quasi nur eine Inspiration sind, was man aus alten Sachen machen kann? Oder sagt ihr doch lieber nur so Anleitungen, die man 1:1 nacharbeiten kann? Schreibt mir gerne einen Kommentar. So ein bisschen Schnickschnack an der Tasche ist ja auch ganz schön und so mache ich jetzt noch eine Quaste. Leder habe ich noch genug und ein Stück vom Gürtel war auch noch da. Also habe ich ein Stück zugeschnitten und mir so 2 Zentimeter vom Ende markiert und bis dorthin schneide ich jetzt so alle paar Millimeter einen Schlitz. Dann habe ich einen Karabinerhaken und durch das Ende habe ich ein Stück Leder gezogen und um dieses Lederstück wickel ich jetzt die Fransen. Am Ende mache ich oben in das 2 Zentimeter breite Stück ein Loch und niete das zusammen. Ja, das kann man natürlich an allen möglichen Stellen auf der Tasche festmachen. Ich habe auch lange hin und her überlegt und habe mich jetzt hier für die Seite entschieden. Dort niete ich das jetzt fest und dann ist die Tasche fertig. Ich hoffe, sie gefällt euch und bedanke mich fürs Zuschauen. Natürlich freue ich mich, wenn du einen Daumen hoch da lässt. Bis zum nächsten Mal. Ciao!